Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für ein Business-Update und ein Business-Video. Interessiert ja doch einige von euch da draußen. Und ich denke, wir haben jetzt genug gequasselt, Tina und ich. Wir waren jetzt genug Spökes machen. Jetzt heißt es hier Geld verdienen. Und ich habe tatsächlich einen Ausländer eingestellt hier in den USA. Und zwar jemanden aus San Diego, Kalifornien. Und meine Erfahrung mit dem Einstellen eines Kaliforniers, die teile ich in diesem Video. Viel Spaß damit. Die Achtermeilen in Texas. Der Weg war nicht leicht, doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, es war tatsächlich keine einfache Entscheidung, jemanden aus Kalifornien einzustellen, denn das ist mit ganz schön Aufwand verbunden hier und nicht ganz einfach. Dann kommt noch dazu, dass der Knabe natürlich in Pacific Time ist, also in PT, und wir hier in Central Time. Das heißt, wir haben schon mal grundsätzlich 2 Stunden Zeitunterschied. Das bedeutet, wenn ich hier morgens um 8 Uhr meinen Rechner anschmeiße, ist der junge Knabe noch im Tiefschlaf, weil es da 6 Uhr ist. Warte mal, 8 minus 2 sind 6, ja, richtig. So, und das muss man natürlich bedenken, aber das habt ihr überall hier in den USA. Ne? Wenn ihr Remote-Jobs habt oder jemand woanders sitzt oder ihr eine andere Location habt, dann kann halt von Pacific Time bis Eastern Time ganz schön viel Zeitverschiebung sein und da müsst ihr einfach dran denken. Nichtsdestotrotz ist auch ein geiles deutsches Wort und ich bin gespannt, wie der automatische YouTube-Dubber das hier übersetzt. Egal. Also nichtsdestotrotz habe ich den eingestellt. Es ist ein Vertriebler, also jemand, der, nein, du kannst ihn ja nicht Vertriebler nennen oder Verkäufer, du musst den heute cool nennen. Das ist ein Business Development Executive. So, also ein Vertriebler und ich habe den eingestellt, weil der von einem Mitbewerber von uns kommt, der also die Strukturen dieses Mitbewerbers kennt und in der Branche ganz gut vernetzt ist. Und weil der in San Diego wohnt, und ihr wisst ja, San Diego ist sehr teuer zu wohnen. Es gibt ja noch einen YouTuber, der in San Diego wohnt. Also es gibt ja 2 YouTuber hier auf YouTube. Das eine ist der in San Diego und das andere ist der Achtermeier hier in Austin, Texas. Und weil das Leben da so teuer ist, habe ich mit dem eine sehr attraktive Commission vereinbart. Also wirklich also wenn der richtig performt, kann der richtig viel Geld verdienen und kann ein gutes Leben in San Diego führen. Das will ich aber gar nicht hier thematisieren, sondern mein Thema ist heute, da meine erste Erfahrung ist hier, wie man jemanden in Kalifornien nicht nur einstellt, sondern auch onboardet, ist vielleicht für einige von euch interessant. Denn der Staat Kalifornien ist, was Regeln angeht, schon, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Deutschland bashe, aber der ist schon sehr nah an den deutschen Regelwerken dran. Man muss sehr viel beachten hier, den onzuboarden, damit man jetzt keinen Ärger mit dem Government da bekommt. Die haben auch eigene Regeln und man muss eigene Policies aufsetzen in der Firma, wenn man jemanden aus Kalifornien einstellt. Aber eins nach dem anderen. Also, erste Frage ist ja immer, wie habe ich den gefunden? Das ist ganz einfach. Wir sind auf LinkedIn schon connected gewesen und ich habe den einfach mal angeschrieben und gesagt immer, ich bräuchte hier jemanden, der den Vertrieb ein bisschen mit aufmöbelt hier. Wir wachsen gerade, hast du nicht Lust? Und dann haben wir ein paar Mal Zoom-Konferenzen gemacht und dann habe ich ihm einen Joboffer geschickt. So, und der hat das Joboffer dann akzeptiert. Und dann hatten wir einen Arbeitsvertrag. So, das kennt ihr mittlerweile, wie das hier läuft. Ist also relativ simpel. Ne? Also ihr braucht jetzt keinen großen Aufwand betreiben. So, das Einzige, was der halt noch unterzeichnen muss, weil wir halt keinen richtigen Vertrag haben, sondern nur einen akzeptierten Joboffer, ist eine Vertraulichkeitserklärung, also NDA und Co. Ne? Das müsste er dann schon unterschreiben und dann geht das eigentlich schon los, habe ich gedacht. Es ist aber gar nicht so einfach, denn wir haben ja hier eine PEO, eine Professional Employer Organization, die für uns die ganzen Gehaltsabrechnungen macht. Also so ein Portal, habe ich ja schon mal gezeigt in etwas älteren Videos, wo man dann das Gehalt eingibt und dann muss man monatlich das freigeben und diese PEO sorgt dann dafür, dass die Gehälter und die Steuern auch abgeführt werden. So, und Steuern ist mein Thema hier. Denn ihr wisst, Kalifornien ist nicht sehr attraktiv, was Einkommenssteuer angeht, denn erstens haben die Einkommenssteuer, das finde ich schon mal grundsätzlich scheiße. So, und die ist auch noch relativ hoch. Das heißt, wenn du in Kalifornien wohnst, dann greift der Staat ganz gut rein. Klar, in Texas ist das ein bisschen anders, da gibt es keine Einkommenssteuer, aber wenn du hier ein Hauseigentümer bist, dann ist die Property Tax natürlich da, die schlägt dann rein. Also der Staat holt sich schon, egal in welchem Staat, sein Geld, um seine Bewohner hier zu bespaßen.
Aber es ist so, Kalifornien ist sehr ärgerlich, weil das natürlich, wenn du ein Team hast und ein paar hier in Texas sitzen und ein paar in Kalifornien, dann sind die in Texas sitzen, die haben halt immer mehr Netto bei dem gleichen Bruttobetrag. Ne? Und ich meine, das weiß jeder hier. Warte mal eben, ich muss mal eben den Ton ausmachen. Ja, ihr wisst ja, ich schneide nicht, darum willkommen im wahren Leben. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, hier Steuern. Also das ist tatsächlich ein Thema, ne? Das heißt, wenn du jetzt 5 Teammitglieder aus Texas hast und 5 Teammitglieder aus Kalifornien, dann fragen die Kalifornier mit Sicherheit irgendwann, ob sie nicht ein bisschen mehr Geld haben könnten, weil hier gibt es ja Steuern und. Ne? Also das müsst ihr auf die Waage legen, wenn ihr hier Mitarbeiter in verschiedenen Staaten einstellt. Aber um die Steuer überhaupt abführen zu kommen, und da komme ich jetzt drauf, ist es ja so, man muss ich muss die Firma in Kalifornien registrieren. Denn um eine Steuer abzuführen und damit die auch zugeordnet wird, brauche ich eine Steuernummer. So, und da gibt es natürlich einen Online-Service. Also ich muss jetzt nicht nach San Diego fliegen und da zum Amt gehen. Das geht alles online hier. Habe ich auch gemacht. Also es gibt so ein Employer Service Portal, ist dann wirklich ein Serviceportal. So, da habe ich meine Daten eingegeben und als Grund dann angeklickt, ja, ich habe jemanden in Kalifornien eingestellt, der fängt dann und dann an. Ich brauche eine Steuernummer, um ordnungsgemäß die Einkommenssteuer abzuführen. So, und dann dauert das 2-3 Tage, ne? Und dann tritt der Staat Kalifornien mit dir in Kontakt und überprüft deine Daten. Also ich habe ja eine C-Corporation hier, wisst ihr ja. Und da sagt die Dame am Telefon, sagt sie, ja, Herr Achtermeier, ich habe gesehen, ist alles richtig, ne? Ich muss nur einmal die Gründungszertifikate der Corporation, dass da auch alles ordentlich eingetragen ist, überprüfen. Ich sage, ja, ich habe eine Corporation, die ist in Delaware gegründet, in Texas registriert. Sagt sie, ja, weiß sie, das ist aber ihr Problem, weil der Staat Kalifornien hat kein Abkommen mit dem Staat Delaware, um Daten digital einzusehen. Das heißt, sie hat mich gefragt, können Sie nicht mal, Achtung, das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen, können Sie nicht mal die Bylaws und die Certifications of Incorporation per Fax an folgende Nummer schicken? Ich sage, Fax? Also Sie meinen jetzt dieses, wo man Papier reinsteckt und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus mit magischen Technologien. Ich sage, du hörst ja, ich bin aus Deutschland, ne? Und ich dachte immer, wir wären der einzige Staat auf der ganzen Welt, die überhaupt noch Faxgeräte verwenden. Ja, sagte Kalifornien auch, aber dann hat sie mir das verkauft als Sicherheitsfeature, weil, Herr Achtermeier, überlegen Sie mal, durch einen Fax kann überhaupt gar kein Softwarevirus ins System kommen. Ich sage, Mensch, Sabine, das ist ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da werde ich mal näher drüber nachdenken. Aber ich sagte, nee, aber sie kennt das ja, hat ja keiner mehr einen Fax. Es gibt E-Fax-Services. Ich sage, wow, gut, dass du das gesagt hast. Da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich bin ja nicht die hellste Kerze. So, also habe ich meinen Bylaws, das sind irgendwie 5 Letterseiten, also DIN A4 Seiten, als PDF zusammengefercht und habe die mit einem E-Fax-Service für $2,05 von meinem PC auf das Faxgerät der Dame geschickt. Und dann war auch alles gut, dann war die Steuernummer eingetragen. Das hat 4 Tage gedauert insgesamt. Also in Texas kriege ich die Steuernummer so. Bis jetzt zumindest. Und in Kalifornien hat das 4 Tage gedauert. Und da habe ich mich ein bisschen zu Hause gefühlt. Also so ein bisschen an Deutschland erinnert. Ich sage, Mensch, guck mal, das ist ja schön hier. Dass man hier wieder so heimatliche Gefühle kriegt, finde ich total super. So, aber nachdem ich die Steuernummer hatte, habe ich die dann in meinem PEO, also in meinem Professional Employer Organization, wisst ihr jetzt, wie das heißt, eingetragen. Und dann geht es aber weiter, um den wirklich auch am ersten Arbeitstag onboarden zu dürfen. Da gibt es ein Federal Law. Das heißt, dieses Federal Law, also das Bundesgesetz, das schreibt vor, dass jeder Mitarbeiter, und das ist seit Trump mit Sicherheit noch schärfer geworden, das heißt, schreibt vor, dass man jeden Mitarbeiter anhand seines Ausweises persönlich identifizieren muss, um sicherzustellen, dass der Typ und der Ausweis auch eine Arbeitserlaubnis in den USA haben. Das war vorher auch so, das war auch unter Biden so. Das musste ich hier in Austin auch machen. Hier in Austin war das aber relativ einfach, weil wir hier im Büro sind. Ja, das heißt, irgendwie der Mitarbeiter kommt rein, zeigt mir seine ID-Karte, also entweder den Führerschein oder den US-Pass und ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Daten kontrolliert habe, dass alles gut ist. So, das geht natürlich nicht, wenn der in San Diego ist. Ich kann jetzt nicht dahin fliegen und sagen, immer zeig mal deinen Ausweis. Dafür hat aber der Staat, also der Bundesstaat, beim Home Security,
eine Webseite eingerichtet, um diesen Service kostenlos zu übernehmen. Klar, die haben natürlich ein Interesse daran, dass man hier nur legale Menschen einstellt, die auch eine Arbeitserlaubnis haben, so, und die übernehmen das für einen. Ne? Das heißt, es gibt da ein Portal, da kann man anklicken, was ist der Grund, warum möchtest du das machen? Dann sagst du, ja, ich habe hier jemanden eingestellt, den kann ich leider nicht persönlich prüfen, und dann kommst du auf ein Portal. Du kannst dieses Portal aber nur nutzen, wenn du eine Eignungsprüfung für die Nutzung dieses Portals bestanden hast. So, und die Eignungsprüfung, die sieht dann so aus, dass man, ich glaube, 4 Parts Multiple-Choice-Tests beantworten muss. Also man musste erst sich zig Videos angucken, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Dann kam man zu so Multiple-Choice-Tests über diese Videos und die musste man mit 70% bestehen, damit man auch wirklich verantwortungsvoll mit diesem Portal umgeht. Weißt du, das verstehe ich aber auch. Ne? Es gab dann so Fragen wie, ja, wir machen hier keinen Background-Check, du darfst auch keinen Background-Check benutzen, da komme ich gleich noch drauf zu, aber das gilt nur für Identifizierung von Mitarbeitern, die neu eingestellt sind, ein Video-Ident-Verfahren. So, und wenn das alles durchlaufen ist, dann muss man die Daten des Mitarbeiters da eingeben und seine E-Mail-Adresse, der kriegt dann einen Link und dann läuft das automatisch. Ne? Also der muss dann vor so einer Kamera seinen Ausweis hinhalten, kennt er wie bei einem Bank-ID-Verfahren, was man in Deutschland ja auch kennt, ne? Um ein Konto zu eröffnen. So, das bietet der Staat USA hier an. Und wenn das durch ist, kriege ich als Arbeitgeber eine Bestätigung, hey, alles ist klar, ist identifiziert, und erst wenn die da ist, schaltet die PEO, die Professional Employer Organization, den Mitarbeiter frei und der kann auch anfangen. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht macht, begeht ihr eine Straftat hier. Ich sage das nur, ne? Also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt, wenn ihr hier einen Mitarbeiter einstellt, dann müsst ihr nachweisen können, und das ist ganz wichtig, das muss 10 Jahre aufbewahrt werden, dass ihr diese Ausweisdokumente geprüft habt. Und das ging in Austin immer, indem man eine Kopie macht davon und die sicher in so einen Online-Space verwahrt, der dann natürlich geschützt ist. So, und der Staat, der schickt dir dann nach dieser Prüfung genau diese Daten, also die Ausweiskopien, das Videoprotokoll und die Bestätigung, dass er das ist. Das müsst ihr weglegen. Selbst wenn die Firma zu ist, müsst ihr als ehemaliger Inhaber immer noch dafür sorgen, dass das irgendwann nachgewiesen werden kann. Das heißt, wenn ICE, ist ja in aller Munde bei euch, hier mal eine Razzia macht, dann muss ich denen zeigen, dass die Dokumente und die Nachweispflicht erfüllt worden ist. Wenn der gefälschte Pässe hat, ja, das ist dann nicht mein Problem, aber der hat sich halt ausgewiesen. So, da seid ihr aus dem Schneider. Da müsst ihr wirklich darauf achten, wenn ihr hier Mitarbeiter einstellt. So, also, die Firma ist jetzt in Kalifornien registriert, jetzt nicht nur in Texas, sondern auch in Kalifornien und in Delaware. Und das geht so weiter. Ne? Also wenn ich jetzt einen Mitarbeiter in Wyoming einstelle, muss das gleiche Spiel wieder passieren. Oh, wir haben einen Stromausfall. Das ist selten, aber ihr seid live dabei. So passiert das hier halt. Wo waren wir denn jetzt hier? So, der Rechner fährt wieder hoch. Also ihr müsst in allen Staaten dann eure Firma registrieren, weil ihr in allen Staaten dann eine Steuernummer braucht und weil alle 50 Staaten andere Steuergesetze haben. Das müsst ihr halt mal beachten. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, wenn ihr jemanden jetzt zum Beispiel aus Kalifornien einstellt, dann ist es gesetzlich zum Beispiel in Kalifornien vorgeschrieben, dass man eine Paid Time Off Policy hat. Das ist in Texas völlig egal, ne? Aber da wir jetzt einen Mitangestellten in Kalifornien haben, muss ich in diesem Portal tatsächlich eine Paid Time Off Policy hinterlegen, weil der Staat Kalifornien das sehen will. Und das geht noch viel, viel weiter. Das geht zum Beispiel so weit, dass ich, also den lieben Vertriebler, den ich hier eingestellt habe, normalerweise mache ich immer einen Criminal Background Check, bevor ich den einstelle. Bei dem habe ich mir das jetzt geklemmt, weil er relativ jung ist und wir schon lange auf LinkedIn verbunden sind. Aber das hätte ich gar nicht gedurft im Staate Kalifornien, da einfach einen Criminal Background Check zu fahren. Ich hätte das nur gedurft, wenn der seine ausdrückliche Einverständniserklärung abgibt, dass ich das darf und ich das auch nachweisen kann, dass er das gemacht hat. Und das war mir dann irgendwann auch wirklich, wirklich zu viel Aufwand da. Ja, das lange Geschichte ganz kurz. Also, es ist nicht einfach, hier jemanden einzustellen, nicht nur wegen der Zeitverschiebung, sondern auch wegen den verschiedenen Regelwerken in den Staaten hier. Lohnt sich das? Ich finde schon. Also wenn der Mann gut ist, dann nimmt man das auf sich und dafür gibt es ja auch Outsourcing-Dienstleister, ne? Also wie diese PEO, die dann für mich alles übernimmt. So, das ist so. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was der Typ verdient. Das sage ich euch nicht.
weil das ist einfach ein Thema für ein anderes Video, denn die erste Abrechnung ist schon durch. Also der hat heute quasi darum komme ich überhaupt auf das Thema, sein erstes Gehalt bekommen und wie man hier Vertriebler in den USA bezahlt, das erzähle ich euch in dem nächsten Business-Video, denn da habe ich habe viele Einstellungsgespräche geführt, bevor ich den wirklich eingestellt habe und da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ich sag mal so, es sind immer zwei Komponenten, ein fixes Gehalt und ein variables Gehalt und bei dem variablen Gehalt werdet ihr mit den Ohren schlackern. Hinzu kommen noch die Benefits. Aber das, wie gesagt, ist Thema vielleicht des nächsten oder übernächsten Business-Videos, wenn ich ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und wenn der tatsächlich auch mal seine ersten Commission eingefahren hat. Ich glaube, dann macht das Sinn. So, das war ein kurzes Business-Video hier zum Wochenende von meiner Seite. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Schönen Dank, dass ihr zuschaut. Ihr seid wirklich die geilste Community, die wir auf ganz YouTube haben. Also eigentlich können die alle anderen Kanäle abschalten. Es gibt eigentlich nur noch die Achtermeyers hier. Ja, wir sind, wie wir sind und ihr seid, wie ihr seid. Kommentare werden immer beantwortet, wenn sie höflich sind. Wisst ihr ja, brauche ich gar nicht erwähnen. Also, in diesem Sinne, bis später.